BR Klassik, das Musikfeature. Dem Pianisten Geza Loso widerfährt eine ganz ähnliche Geschichte. Ich habe in Budapest Béla Bartók Konservatorium studiert und haben die immer gesagt, dass ich spiele sehr begabt, aber ich spiele so komisch. Und mein Vater hat auch gesagt, du bist ja Linkshänder. Und dann, ich dachte, das ist eine Beleidigung oder sowas. Wenn ich Linkshänder bin, dann mit 17 war ich oder 18 so rum, dann habe ich eine Tastatur spaßhalber trocken aufgebaut, rechts nach links, habe ich sofort die Idee gehabt, wenn du Linkshänder bist, dann musst du dann natürlich die Melodie mit der linken Hand spielen. Da habe ich aufgebaut. Und dann, was ich jahrelang immer, zum Beispiel B-Moll-Scherzo von Chopin gespielt, technisch gut, aber ich habe dabei nichts gefühlt. Und als ich erst einmal ausprobiert habe, ich habe ja kalte Rücken gehabt, von trocken ausprobiert. Seitdem wusste ich, es gibt Linkshänder-Klavier. Also muss sein. Die Linkshänder brauchen die Linkshänder-Tastatur. Wenn man ein starker Linkshänder ab rechts Klavier spielt, dann eigentlich die Gefühle bleiben links. Weil, ist ja klar, weil man arbeitet nicht gern gegen seine Natur. Ne? Ich habe aber auch gemerkt, dass technisch macht kein Problem. Ich kann ja rechts, links spielen, technisch ist eigentlich kein Problem. Aber dass man derjenige, der spielt, glücklich ist, und das ist die Gestaltung. Als Befreiung beschreibt auch der Pianist Geza Loso seine Entscheidung, endlich mit der Linkshänder-Tastatur zu spielen. Absolut wie ein Befreiung, Knoten, Entknoten sozusagen im Gehirn. Und auch von seinem Sohn Jefferson fiel eine Last ab, als der Vater ihn dazu animierte, einmal die Linkshänder-Tastatur auszuprobieren. Ich glaube, 2 Jahre ungefähr war das, habe ich rechts gelernt. Und ich war einfach nicht gut. Ich muss sagen, also die Probleme waren vor allem in der Rhythmik. Ich konnte nicht so gut die linke und die rechte Hand koordinieren. Eine war immer schneller als die andere. Und das hat mein Vater auch schnell gemerkt, muss man sagen. Hat ihn zur Weißglut getrieben, glaube ich. Darauf polte Geza Loso das Keyboard für seinen Sohn um, verkehrte digital die Tastatur. Schnell ging das Lernen besser. Heute studiert Jefferson aber Medizin und spielt nur noch zum Spaß Klavier. Und er kann ausschließlich auf dem gespiegelten Instrument musizieren. Viele von meinen Kumpels fragen mich auch, warum machst du das, warum spielst du links, du kannst an keinem Klavier spielen. Und das ist immer dieselbe Antwort. Im Endeffekt würde ich wahrscheinlich gar kein Klavier mehr spielen, wenn ich nach rechts geblieben wäre, weil es mir nicht das gegeben hat, was ich gebraucht habe. So, ich wollte auch weiterkommen und konnte es einfach nicht koordinieren. So. Vorsicht, mittlere Pedale. Schwarze Pedale. Entschuldigung. Okay, vielleicht nochmal. Um den letzten Knoten im Gehirn zu lösen, wie Geza Loso es beschreibt, steckte er außerdem viele Jahre Arbeit in die Erfindung einer passenden Notation für die Linkshänder-Tastatur. Ich habe 7 verschiedene Notationen, und arme Kinder von mir, die haben erstmal natürlich schwer getan, danach zu spielen. Ja, Versuchskaninchen, sagen wir es so. Es war wirklich so, also wir haben immer viel probieren müssen. Es hieß dann immer sonntags, mittags zum Mittagstisch, Kinder, kommt mal, neue Notation, es wird probiert. Und dann wurde rumexperimentiert. Die Lösung war denkbar einfach. Die Losos empfehlen, einfach beliebige Noten auf den Kopf stellen und das Blatt von rechts unten nach links oben lesen. Das Ding ist einfach daran, dass man die Melodie halt mit der linken Hand so geführt wird, wie man es dann am besten liest. Ich kann es nicht ganz erklären, wie das kommt, dass es so neuronal umgearbeitet wird. Aber wenn man jetzt so herumspielt, kommt es schneller ins Gehirn und man kann schneller damit klarkommen, finde ich. Jefferson will das eines Tages genauer verstehen, wie das so ist mit der linken und der rechten Hand und der Verbindung zum Gehirn. Bisher findet der Student in der medizinischen Bibliothek keine befriedigenden Antworten. Deshalb vertieft er sich nun stärker in die Neurologie. Ich habe auch meinen Dozenten damals gefragt, was wissen die so über Händigkeit? Können Sie uns irgendwas sagen dazu? Keine Ahnung, es gibt keine richtigen Forschungsarbeiten, es gibt nichts zu sagen, nur Theorien. Und das finde ich ja bemerkenswert, weil so andere Dinge werden so gut erforscht.
Aber die Händigkeit, etwas, was so grundlegend ist, ist eigentlich absolut noch ein schwarzes Loch. Gesa Loso ist ein Pionier. Unermüdlich besucht er Jahr für Jahr die Frankfurter Musikmesse und klappert die Klavierbauer ab. Er wünscht sich ein hochwertiges Instrument mit einer gespiegelten Tastatur. Die haben gesagt, Herr Loso, wenn das Bedarf da ist, dann machen wir das. Und musste ich immer enttäuscht jedes Jahr nach Hause. Ende 90er Jahren haben die gesagt, das ist so schwer mit dem Gussplatte und das. Und einige haben mich ausgelacht, richtig. Da kommt wieder der Verrückte, will links spielen, Klavier. Man hat 2 Hände. Naja, gut. Und wollte ich nach Hause gehen, das war im Jahre 2000. Und da habe ich gedacht, da steht noch Blüthner, da gehst du noch. Und dann bin ich hingegangen, Entschuldigung, können Sie mir ein Linkshänder-Klavier bauen? So zitterlich schon, war ich schon total darüber. Und sagte, natürlich, ja. So ein bisschen kratzte das auch an der Klavierbauer-Ehre, dass man nun sagt, okay, nach 300 Jahren plus x Klavierbau ist es an der Zeit, nun auch mal ein Linkshänder-Instrument zu bauen. Christian Blüthner-Hessler führt die Geschäfte der Julius Blüthner Pianoforte-Fabrik in Leipzig. In der Unternehmerfamilie gibt es gleich mehrere Linkshänder. Und so fiel die Entscheidung leicht, den ersten Flügel zu bauen, der allen anderen wie ein Spiegelbild gegenübersteht, aber völlig gleich ist in der Qualität seines Klangs. Die große Herausforderung ist die Gussplatte. Denn ein Gussplattenmodell zu bauen, was auf den Zehntelmillimeter stimmt, ist auch gießereitechnisch durchaus eine Herausforderung, wo man diese zahlreichen, relativ dünnen Spreizen hat, wo der Gießer dann Metall einfüllt, was sich gleichmäßig in der gesamten Form ausbreiten muss, bevor es abkühlt. Alles andere kann man mit modernen Maschinen, CNC-gesteuerten Maschinen, in einem vertretbaren Aufwand heute managen, aber das ist halt noch Handarbeit. Am Ende wird die Mechanik aus ungefähr 2.500 Teilen in der Leipziger Werkhalle mit großer Konzentration spiegelverkehrt zusammengebaut. Wie die komplizierten kleinen Hebeglieder, die mit der Klaviatur zusammengefügt werden. Als Beispiel jetzt diese Feder hier, diese kleine Kupferfeder, hat eine andere Spannung als die Feder hier hinten drin. Die ist hier feiner und da hinten ist es stärker. Und bei einem Linkshänderklavier oder Linkshänderflügel wäre das Ganze umgedreht. Wir haben das schon komplett vorher konstruiert. Ja, also so, dass wir nicht im Bau festgestellt haben, dass Dinge nicht funktionieren. Das war schon von Anfang an sehr gründlich durchdacht. Aber natürlich, wenn man sowas zeichnet, merkt man, jetzt müssen wir auch noch hier das umdrehen. Dann müssen wir es auch noch dort umdrehen. Wir können ja gar nicht die Pedale so lassen. Auch die Pedalfunktion sollte umgedreht werden. Und so viele kleine Dinge, die natürlich dann auch folgen, ja, und die man bei dem ersten Gedanken gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ja. 2 Jahre dauerte der Bau des ersten Linkshänder-Konzertflügels im Auftrag von Gesa Loso dann doch und wurde zur großen Überraschung auf der Frankfurter Musikmesse. Keiner wusste das. Wir haben das auch vorher gar nicht an die große Glocke gehangen, sondern haben einfach mal gesehen, wie die Leute darauf reagieren. Und man sieht irgendwie an den gewohnten Formen eines Flügels, dass an dem irgendwas nicht stimmt. Aber was? Pianisten setzten sich leicht irritiert an den Flügel. Die Tasten, schwarz und weiß, sind da, aber... Dann gab es einen, der dort eine Mozart-Fantasie gespielt hat. Das war so verblüffend, der merkte, der Flügel ist falsch rum und spielte dann die Mozart-Fantasie einmal wirklich als Rechtshänder komplett rumgedreht. Und ich stand daneben, ich war völlig platt. Der hat einfach im Kopf das umgeschaltet. Das war so verblüffend. Das ist ja eine Meisterleistung der Verknüpfung, der Hirnleistung, zu wissen, aha, jetzt muss ich ein C spielen und das jetzt nicht mit der linken Hand, sondern mit der rechten Hand. Jetzt muss ich ein Fis spielen und nicht mit der linken Hand, sondern mit der rechten Hand. Also das einmal spiegelbildlich im Gehirn quasi just in time zu der Musik umzudrehen, fand ich eine unglaubliche Leistung. Den Musikpsychologen Reinhard Kopitz macht das neugierig. Zu gern hätte er gewusst, wie dieser Künstler beim Händigkeitstest abgeschnitten hätte. Seine Vermutung: ein rechtspräferierter Beidhänder.
so nennen wir diese Leute, die sind eigentlich so in so einem ganz dicht um einen Nullpunkt von Ausprägungen herum anzusiedeln. Und für Lee ist es dann erheblich leichter, die Klaviatur zu invertieren und mit der linken Hand diese Transferleistung vorzunehmen. Aber das ist nur Spekulation. Er sagt auch, also ich bin Rechtshänder, aber es war jetzt einfach mal, ich wollte das probieren. Und er hat das also zu unserem Erstaunen also wirklich perfekt betrieben, ja. So, dass es eigentlich uns keiner geglaubt hat, dass er noch nie auf dem Linkshänder Klavier gespielt hat. Aber konnte er nicht, das war das Erste. Eigentlich müsste man neben diesem Flügel noch eine kleine Station für die Diagnostik einrichten. Vielleicht können wir das bei der nächsten Musikmesse machen und dann bringen wir Wissenschaft und Kunst zusammen und machen die Prognose. Sie mit Ihrem LC-Wert um 0 dürfen jetzt hier probieren und wir können Ihnen vorhersagen, Sie werden kaum Schwierigkeiten haben, das auszuprobieren, mit der linken Hand die Melodie zu führen. Ein anderer Pianist sagt, okay, das mache ich jetzt auch. Setzt sich hin und war völlig ratlos. Sagt, wie geht das, wie kann man das so rum und so rum spielen? Die tiefen Töne sind also praktisch rechts. Und die rechten Töne links. Ne? Und dann dadurch ist das ganze Tastatur ist gespiegelt. Alles spiegelverkehrt, nicht? Also was als Rechtshänder mit der rechten Hand macht, macht der Linkshänder mit der linken Hand. Der Konzertflügel für Linkshänder steht nun bei Gesaloso in Trier. Seitenwechsel. Musizieren mit der linken Hand. Sie hörten eine Sendung von Bettina Mittelstraß. Zu Wort kamen der Unternehmer Christian Blüthner-Hessler, der Pianist Gesaloso und der Cellist und Buchautor Walter Mengler. Es sprachen Burkhard Dabinus, Peter Weiß und die Autoren. Technik Adele Kurzil, Redaktion Falk Häfner. Produktion Bayerischer Rundfunk 2015. Diese Sendung können Sie morgen Samstag, den 17. Januar um 15:05 Uhr noch einmal hören hier auf BR Klassik. Und unsere Musikfeatures sind 7 Tage lang auf brklassik.de zum Nachhören abrufbar. BR Klassik